Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Crohn. Morbus Crohn im Alltag. Warum es sich wie ein Vollzeitjob anfühlt, darüber möchte ich heute mal gerne mit dir sprechen. Es wird super spannend. Bleib mal dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Crohn, dein Crohn-Pod. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Und ich hoffe, du bist gut durch deine letzten Wochen gekommen. Und ich sage schon wieder Wochen. Es ist wirklich krass. Dieser Podcast hier hat zwischendurch unfreiwillige Pausen, was einfach jetzt daran lag, dass ich aus einer Grippe wieder kam jetzt und es mich wirklich umgehauen hat. Ich hoffe, dass wir all diese ätzenden Infekte jetzt mal alle gemeinsam hinter uns lassen können, nach vorne gucken können. Und für mich, in meinem Fall, darf das Jahr jetzt mal wieder positiv starten. Das wäre sehr schön, jawohl. Und es hat positiv weitergemacht oder gestartet, und zwar in den sozialen Medien. Ich möchte ganz gerne heute mit dir über einen Artikel sprechen. Ich habe ein Posting gemacht auf Facebook und dieser Artikel hat inzwischen 106.000 Aufrufe nur allein auf Facebook erreicht. Dazu kommen nochmal fast 100.000 Aufrufe auf Instagram. Es ist der absolute Wahnsinn. Ich habe zwar 752 Likes bekommen und irgendwas um die 140 Kommentare. Es ist wirklich krass, und ich habe offensichtlich etwas angesprochen, was ich nach meiner Grippe auf jeden Fall thematisiert habe. Und ich würde ganz gerne mit dir heute mal dieses Thema einmal kurz durchgehen. Was habe ich da eigentlich geschrieben? Und noch viel spannender waren dann die Kommentare von vielen Leuten. Also wenn du mir noch nicht folgst, schau doch gerne mal auf meinen sozialen Plattformen vorbei. Facebook, da findest du mich unter Ich und mein Crohn. Auf Instagram heiße ich Kai Flockenhaus in einem Wort durchgeschrieben. Ich und mein Crohn auf YouTube. Da findest du mich auch noch, und naja, du findest halt alle Links auch unter dieser Podcast-Folge. Drück da gerne mal drauf und lass gerne ein Abo da. Damit wirst du auf jeden Fall meine Arbeit unterstützen, und dafür vielen herzlichen Dank schon mal. So, lass uns mal da reingehen. Und zwar hieß der Artikel: Morbus Crohn ist ein verdammter Vollzeitjob. Let's go. Tough times never last, but tough people too. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, solche Postings fangen meistens mit einer kleinen Idee an. Das war morgens, nachdem ich aufgewacht bin, und ich habe halt diese Infektgeschichte hinter mir und merke, dass es mir von den Zahlen her eigentlich ganz gut geht, aber ich merke auch, dass mein Körper langsamer geworden ist, um wieder zu regenerieren, um wieder in die Kraft zu kommen. Man wird ja auch nicht jünger. Und irgendwie hatte ich so diesen Gedanken: meine Güte, Morbus Crohn ist ein verdammter Vollzeitjob. Und dann kam bei mir der Gedanke: oh, das ist eine gute Überschrift. Das ist halt so, wenn du Content Creation machst, ne? Alles ist Content. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe mir mein Handy genommen, und tatsächlich ist dieser gesamte Artikel in, sagen wir mal, 10 Minuten entstanden, und ich habe einfach drauf losgetippt auf meinem Handy. Nicht, dass ich jetzt hier auch andere Geräte mit Tastaturen hätte, aber ich habe es irgendwie auf dem Handy geschrieben, mit einem Kaffee dabei. Es war gemütlich. Und danach ist das Ganze komplett explodiert. Worüber habe ich geschrieben? Ich habe darüber geschrieben, dass das Leben mit Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, ja, wie ich gesagt habe, ein Vollzeitjob irgendwie ist. Nur, er wird nicht mit Geld bezahlt, sondern irgendwie mit Lebensqualität. Und keiner von uns hat sich diesen Job wirklich persönlich ausgesucht. Uns hat auch keiner gefragt: möchtest du das machen? Sondern, naja, wir alle wissen, wir müssen diesen Job machen, weil einfach unfassbar viel davon abhängt, wie wir ihn machen. Und das Gefährliche ist aber, und das wollte ich damit zum Ausdruck bringen, dass es oftmals ein Hauptvollzeitjob ist, der neben dem eigentlichen Beruf stattfindet. Und dann noch neben der Kindererziehung, der Pflege von Angehörigen, von Hobbys, sozialen Kontakten, die wir gerne pflegen wollen. Das ist krass. Du hast also im Grunde genommen 2 Jobs, die du handeln musst.
Und jeden Tag, und das sehe ich ja in den Coachings auch, und das ist ja meine eigene Lebensgeschichte auch, jeden Tag versuchen unfassbar viele Menschen, es allen Menschen um sie herum recht zu machen. Und ich erlebe das in den Coachings immer wieder durch den Druck der Krankheit. Versuchen, und das ist jetzt wirklich der Knackpunkt, durch den Druck der Krankheit versuchen viele 100% zu erreichen, womit sie scheinbar die Erwartungen erfüllen, die von außen an sie herangetragen wird. Zum Beispiel dein Chef, der was von dir möchte. Zum Beispiel Freunde, die gerne jetzt was von dir erwarten. Und wir geben 100%, müssen dafür aber 150% aufwenden. Und für uns fühlt sich das aber oft an wie 80%. Ist es nicht so? Ich sag's nochmal. Wir geben 150%, um 100% zu erreichen. Und diese 150% fühlen sich für uns wie 80% an. Das ist Wahnsinn. Und ich habe alleine wegen dieser Aussage so viele E-Mails bekommen. Das war wirklich krass. Die Leute haben sich getriggert gefühlt von dieser Aussage. Das Problem ist ja, dass dein Akku ja nie wirklich bis 100 geladen werden kann mit CED. Weil wir haben nun mal eine chronisch entzündliche Darmerkrankung und es ist einfach nun mal so, dass viele von uns morgens nicht mehr mit einem Akku von 100% aufwachen. Ich habe immer mal wieder Fragen gestellt in Kommentaren, in Podcast-Folgen, in den Coachings. Wie viel Energie hast du im Prozent, wenn du morgens aufstehst? Die Frage kannst du dir jetzt auch mal selber eben kurz beantworten. Ich habe festgestellt, viele Leute antworten zwischen 90 und 70%. Es gab mal eine Frau, die mir gesagt hat, ich wach morgens mit 50% auf. 50%. Gehst dann in deinen Job, am besten noch 40 Stunden. Wie willst du denn abends deinen Akku noch berechnen? Da geht das Handy doch aus und damit dann der Körper. Irgendwann ist doch die Energie durch. Und wenn wir 150% geben, um 100% Ergebnis zu erreichen, dann ist das wahnsinnig viel an Energie, die wir neben all dem anderen aufwenden, was ich gerade aufgezählt habe. Und das ist verrückt. Viele von uns glauben, dass der Druck von außen kommt. Das ist so der Trugschluss, der tatsächlich mal reflektiert werden darf von dir, wenn du auch so denkst. Der Job, die Familie, die Erwartungen von anderen. Ja, ich weiß, das ist dabei. Aber wenn ich was gelernt habe mit Morbus Crohn in den letzten 20 Jahren, wie ich es ja habe anscheinend, wenn ich so zurückblicke, muss ich wirklich sagen, das Außen bringt uns selten aus dem Gleichgewicht, sondern es wird eher das verstärkt, was innen bereits passiert. Und da komme ich jetzt wieder als Systemiker und als systemischer Coach quasi wieder ins Spiel, der sagt, das Systemische sagt ja, die Lösung liegt immer in dir. Und wenn die Lösung in dir liegt, dann liegt meistens auch die Ursache mit in dir. Du weißt ganz genau, an welcher Stelle es hakt. Wenn ich dich jetzt frage, an welcher Stelle müsstest du jetzt sofort irgendetwas verändern, damit es deinem Körper und dir besser gehen kann? Den meisten Menschen fällt sofort etwas ein, weil wir wissen genau, an welcher Stelle wir drehen müssen. Wir wissen ganz genau, wo eine Schraube ein bisschen locker ist, um mal dieses Bild zu sagen. Wir wissen es. Also dürfen wir das Ganze echt mal reflektieren und wirklich mal sagen, das Außen bringt uns selten ins Ungleichgewicht. Aber viele von uns versuchen trotzdem zu funktionieren. Als ich damals Sozialarbeiter war, ich habe das schon sehr oft erzählt, in meiner Hochphase, als ich noch keine Diagnose hatte, da wusste ich ja nicht, dass ich Morbus Crohn habe und dass ich in einem unbehandelten Morbus Crohn-Schub war, der schon Jahre angehalten hat. Ich wusste das nicht, weil ich doof war, wenn ich das mal so sagen darf. Und in diesen Spitzenzeiten bin ich damals in meinem Auto durch die Gegend gefahren, in dem Gebiet, in dem ich zuständig war, und habe am Tag wirklich in Spitzenzeiten 20 Beratungsgespräche mit Jugendlichen geführt. Nacheinander, mit einer Pause dazwischendurch. Und zwischendurch musste ich immer und immer wieder auf Toilette. Aber es waren um die 20 Gespräche am Tag. Das ist wirklich nicht cool. Viele von uns versuchen einfach zu funktionieren.
trotz Erschöpfung, trotz Warnsignale, trotz Symptome, trotz eines Körpers, der längst angefangen hat zu sprechen und dir zu sagen, ich brauche deine Aufmerksamkeit. Und wie reagieren wir darauf? Ich habe mal eine Coaching-Teilnehmerin gehabt, die immer so schön gesagt hat, ja, ich hatte schon meine Symptome an der einen oder anderen Stelle. Ich weiß auch noch genau, wann das war, aber das passte gerade nicht. Ich war gerade dabei, meine Termine zu planen. Ich war gerade dabei, meinen Urlaub vorzubereiten. Wir schieben es immer weg, weil es gerade einfach nicht passt. Bitte nicht jetzt. Dafür habe ich gerade keine Zeit. Ich kann mich jetzt nicht gerade um meinen Körper kümmern. Das funktioniert jetzt gerade einfach nicht. Siehst du dich wieder? Ich versuche gerade dir und mir so einen Spiegel vorzuhalten. Ich weiß genau, wo ich herkomme mit meiner Krankengeschichte. Und so machen wir eigentlich die ganze Zeit weiter. Ein bisschen hier, ein Termin dort, einmal zusammenreißen und dann ist Urlaub und dann lasse ich mich fallen und dann werden wir komischerweise krank. Ach, ich werde immer im Urlaub krank, es ist so merkwürdig. Und genau dort beginnt das eigentliche Problem. Nicht im Außen, sondern in dem Moment, in dem wir den Fokus auf uns selbst verlieren. Der Körper reagiert nicht auf Erwartungen anderer, er reagiert darauf, wie wir mit uns selbst umgehen. Und manchmal beginnt Veränderung nicht damit, stärker zu werden, sondern damit, ehrlicher hinzuschauen, zu akzeptieren und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und ich kann dir sagen, dieser Beitrag, den ich da online gestellt habe, der genau dieses Thema hat, der ist so dermaßen eingeschlagen. Ich habe hinterher wirklich Stunden um Stunden da gesessen und habe mir die Kommentare angeschaut, habe sie so ein bisschen zusammengefasst und es gab 3 Sachen, die mir in den Kommentaren wirklich aufgefallen sind. Das erste war, dass Menschen sich wirklich verstanden gefühlt haben durch meine Worte, durch die Worte vor allem mit der Energie und den 150%. Das hat sehr viele getriggert und viele haben gesagt, ja, da sehe ich mich genau wieder. Ich sage immer ganz gerne, ich frage fast in jedem Erstgespräch die Leute, die zu mir kommen, sag mal, bist du ein emotionaler Mensch, ein sensibler Mensch und vielleicht so ein bisschen perfektionistisch? Und ich würde jetzt behaupten, 98% sagen, ja klar. Und wenn du dir mal anguckst, wer hat eigentlich CED? Was machen diese Menschen beruflich? Oftmals sind sie Teamleiter, arbeiten für und mit anderen Menschen, sind im sozialen Beruf tätig und geben halt in ihrem Alltag unfassbar viel. Und das wollen sie richtig machen. Und das wollen sie emotional, auch ethisch richtig machen. Und dabei vergessen sie sich oft selber. Und ich nehme mich damit rein. Ich habe dir gerade von den 20 Beratungsgesprächen erzählt. Und das Zweite, was ich mitgenommen habe, war, dass Menschen sich freuen zu lesen, es geht anderen auch so. Und an dieser Stelle möchte ich das nochmal ganz klar betonen. Wenn du dich hier in dem, was ich gerade erzählt habe, dich wieder siehst, dann bist du nicht alleine damit. Es geht sehr vielen Menschen so. Etwas zu erkennen ist schon mal einer der ersten Schritte. Ich kann nur akzeptieren, was ich erkenne vorher. Also erkennen, akzeptieren und daraus entsteht dann was Neues. Mach dir bitte klar, du bist nicht alleine damit. Es geht sehr vielen Menschen so und alleine das beruhigt ja oft schon, dass man normal in Anführungsstrichen ist. Das Dritte, was ich erkannt habe in den Kommentaren und ja, das weiß ich noch nicht so richtig, wie ich damit umgehe und so, aber es ist, dass sich unfassbar viele Leute, also wirklich die Mehrheit der Kommentare, wenn du dir die mal anguckst unter dem Beitrag, siehst du es, die Mehrheit der Menschen hat sich wirklich gewünscht, mehr Verständnis von außen zu bekommen. Das ist ein Part, den versuche ich immer wieder zu greifen, wenn ich das mitbekomme und versuche damit umzugehen. Und ich merke, dass dieser Wunsch mit meinem systemischen Hintergrund, mit meinem lösungsorientierten Ansatz, das passt nicht so richtig, das matcht nicht so. Aber ich bin mit dem Thema noch nicht fertig. Vielleicht mache ich dazu auch noch mal eine eigenständige Podcast-Folge. Mit Sicherheit mache ich das, weil das Thema beschäftigt mich seit dem Artikel wirklich. Aber ich nehme erstmal zur Kenntnis, viele Menschen haben oder fühlen zu wenig Verständnis von außen. Es gab allerdings, und das muss ich auch ganz klar sagen, eine Person, die mir irgendwo geschrieben hat, ich weiß nicht mehr genau wo, ich bin zu meinem Chef gegangen, habe dem gesagt, ich gebe immer 120% und danach
bin ich fertig, weil ich nicht mehr so viel Energie habe durch meine Erkrankung. Und der Chef hat gesagt, oh, vielen herzlichen Dank für die Information, dann weiß ich Bescheid. Und hat dann noch ein paar Fragen zur Krankheit offensichtlich gestellt. Fand ich richtig cool, auch, dass die Person das mal geschrieben hat. Ich finde es schon unglaublich cool, dass jemand auf den Chef zugeht und sagt, hier so und so ist das. Und dass dann auch noch Verständnis kommt. Es hätte ja auch einfach was anderes kommen können. Aber das gab es auch. Und an der Stelle, ja, Verständnis von außen ist sehr wichtig. Ich stelle mir dann aber sofort die Frage, ja, aber was mache ich denn dann mit dem Verständnis der anderen? Geht es mir dann wirklich besser? Geht es mir besser, wenn Menschen mich verstehen? Können Menschen überhaupt mich verstehen, die nicht 10-mal auf die Toilette müssen am Tag, die nicht permanent Blut in der Schüssel sehen, die nicht Schleim auf ihrem Stuhl sehen, die gar nicht nach ihrem Stuhl gucken, sondern einfach abdrücken und dann den Deckel wieder zumachen vielleicht? Können diese Menschen verstehen, wie es mir gerade geht? Ich weiß es nicht. Und wenn diese Menschen es verstehen, was habe ich dann davon? Das sind so Fragen, die kläre ich mir jetzt erstmal mit mir selber. Aber ich fand interessant, ich habe wirklich so unglaublich viel durch diesen Artikel gelernt. Ich habe danach dann noch direkt einen Anschlussartikel gemacht darüber, was Menschen mit Morbus Crohn wirklich fühlen und denken. Und da bin ich dann nochmal auf die einzelnen Kommentare eingegangen. Also es macht wirklich Sinn, einfach mal auf Facebook zu gucken, meine Seite zu abonnieren. Ich habe da übrigens, bevor ich den ersten Post abgesetzt habe, hatte ich 605 Abonnenten auf Facebook und liege mittlerweile bei 1147. Es ist unvorstellbar. Ich hätte es nicht gedacht, vor allem, weil ich mir immer angehört habe, Facebook ist tot. Ist es nicht. Also dementsprechend herzlichen Dank an jeden, der abonniert hat. Herzlichen Dank, dass du mir zugehört hast bis hierhin. Und ich möchte dich gerne mit 2 Fragen verabschieden, wenn ich darf. Die habe ich nämlich auch unter diesen Artikel noch mit runtergepackt. 2 systemische Fragen, die ich dir gerne jetzt mitgeben möchte in dein Wochenende. Vielleicht kannst du die für dich beantworten. Das erste ist, was brauche ich wirklich gerade? Und die zweite Frage ist, was versuche ich nur noch auszuhalten? Diese beiden Fragen möchte ich dir gerne mitgeben für das Wochenende. Und du siehst, das Systemische hört nicht auf, mich zu faszinieren. Ich gehe gerne in diese ganz tiefen Reflexionen rein und nehme dich da quasi mit. Das ist der Kern meiner Arbeit und ich finde es so spannend, selber ja auch so spannend, dass ich da so aus verschiedenen Perspektiven drauf gucken kann. Einmal mit 20 Jahren Berufserfahrung und einmal als Selbstbetroffener nach einem Darmriss. Das macht einfach etwas mit mir und es hört nicht auf, mich zu faszinieren. Ja, diese Krankheit fasziniert mich auch ein bisschen, denn sie hat mich viel näher zu mir selber gebracht, als ich das jemals gedacht hätte. Das ist so. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was für dich aus dieser Folge rausziehen. Wenn ja, dann lass gerne ein Abo da, wo immer du diesen Podcast gerade hörst. Schreib mich gerne an. Wie siehst du das mit der Energie? Lass mir gerne einen Kommentar auf den Plattformen da. Schreib mir gerne eine Nachricht. Ich antworte, wann immer ich es sehe. Und ja, ich freue mich, von dir zu hören. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, mit allen Menschen ins Gespräch zu kommen. Und es ist einfach was ganz, ganz Tolles, wenn man merkt, dass die Arbeit, die ich reinstecke in Ich und mein Crohn, ich bin ja sehr alleine, was das angeht. Ich habe kein Team, ich mache das alles selber. Das fängt dann an, spannend zu werden, wenn am anderen Ende tatsächlich Menschen sitzen, die sich inspirieren lassen, die sich motivieren lassen, die da was für sich rausziehen können aus dem Content, aus den Gedanken auch. Und ja, das macht mir dann Spaß und das gibt mir dann auch wieder was zurück. Jawohl. Du siehst, auch ich bin jemand mit Morbus Crohn, der gerne für und mit anderen Menschen arbeitet. Ich stehe nicht oben und guck runter, sondern ich bin mittendrin. Jawohl. So, wir hören uns recht bald wieder. Diesmal ohne Unterbrechung, ohne Grippe, ohne Infekte. Jetzt habe ich es gesagt. Ich klopfe mal eben auf meinen Holztisch vor mir. Und bis dahin, bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei. Denn so lebt es sich einfach immer noch am besten. Jawohl. Bis dahin, mach's gut. Tschüss, liebe Grüße, dein Kai.